nachdem Papst Benedikt XVI. 2007 durch das Motu Proprio Summorum Pontificum diese Form der Messe sozusagen wiederhergestellt hat, den Gebrauch dieser Messe, hat man ja gesehen, dass Menschen, vor allem Jugendliche, diese Messe entdeckt haben als einen großen geistlichen Schatz für ihr geistliches Leben, für ihr Glaubensleben. Und viele haben das gesagt, unabhängig voneinander. Warum hat man uns so einen großen Schatz vorenthalten? Das ist nämlich so gewachsen, dieser Ritus, durch Jahrhunderte, ja mehr Jahrtausende gewachsen. Und die ganze Liebe, der ganze Glaube der Kirche ist da gereift zu einer wirklich voll ausgereift, kann man sagen, ist es dort ausgedrückt im Ritus, also rituell, im Inhalt, in den Gebeten, der Glaube an die Eucharistie. In einer sehr vollkommenen Weise, in einer organischen Weise. Und dieser Ritus wurde eben nicht einfach von einer Kommission zusammengestellt oder erfunden, sondern ist gewachsen. Von den Aposteln angefangen, bis in das 20. Jahrhundert und hat seine Vollgestalt schon erreicht, also lange vor dem Konzil von Trient. Man nennt sie manchmal, ich meine fälschlicherweise, die Tridentinische Messe. Es ist nicht die Tridentinische Messe. Wir haben nämlich Texte, Manuskripte lange vor dem Konzil von Trient, wo der Ordo Misse identisch ist. Das heißt, das Konzil von Trient hat gar nichts geändert, wollte auch nichts ändern. Im Gegenteil, das Anliegen des Konzils war, weil damals gab es eine Art Anarchie auch liturgisch. Viele Diözesen haben liturgische Änderungen gemacht oder etwas eingeführt. Es war eine Unordnung und auch dann durch die protestantische Reformation ein Angriff auf den Glauben an die Eucharistie. Und deswegen hat das Konzil von Trient den Papst gebeten, er soll den römischen Ritus, eine der sichersten Formen, des Ausdrucksformen des katholischen Glaubens ist über die Eucharistie, diesen bewährten, traditionellen, eben überlieferten Ritus der ganzen westlichen Kirche vorlegen und ihn verpflichtend machen, eben um dieses Chaos in der Liturgie zu beenden und eine sichere Norm zu geben gegen die Neuerungen der Protestanten. Also dieser Ritus, der überlieferte Ritus, ich würde ihn nennen, die konstante Form des römischen Ritus, konstant, also die beständige Form. Und wir kennen Texte schon zum Beginn des 2. Jahrtausends, also zum 11. Jahrhundert, vielleicht schon 12. haben wir schon Texte, wo die Messe identisch ist mit der, die wir eben kennen als die sogenannte überlieferte Form der Heiligen Messe. Und wegen diesem altehrwürdigen Gebrauch, das heißt der ununterbrochene Gebrauch, und wurde diese Form geheiligt durch diesen Brauch und auch durch die Heiligen. Wenn man bedenkt, diese Form der Messe wurde von so vielen Heiligen, die wir kennen, zelebriert, wenn sie Priester oder Bischöfe waren oder als Gläubige teilgenommen. Und diese heilige Messe hat unzählige Heilige geformt und ist eine geistliche Heimat gewesen für sie. Und das war das Kostbarste,
Stück, also der Liturgie, kann man sagen, der römischen Kirche über fast ein Jahrtausend. Und wir haben Dokumente vom 11. und 12. Jahrhundert, wo die Messe fast identisch ist mit der heutigen sogenannten Form der überlieferten Messe. Aber die wurde sicherlich nicht einfach so eingeführt. Wir haben schon im 1. Jahrtausend zum Beispiel ein Dokument vom 9. Jahrhundert, wo der Kanon mit allen Kreuzzeichen, mit allen Rubriken der gleiche ist, wie wir ihn kennen. Das heißt, wenn das schon im 8. und 9. Jahrhundert der Fall war und Papst Gregor der Große Ende des 6. Jahrhunderts schreibt schon über die Bedeutung, den Kanon stillzubeten zum Beispiel. Das heißt, wir sehen, wie weit zurückgeht in die Geschichte diese Form der überlieferten Messe. Deswegen nennen sie manche die gregorianische Messe von Papst Gregor dem Großen, der sie einige vielleicht Gebete noch geordnet hat. Und deswegen sollte die Kirche diese Form nicht aufgeben, sondern bewahren, auch den nächsten Generationen weitergeben. Wie der heilige Papst Pius V., der hat ja gesagt, diese Form soll für immer in der Kirche bleiben und keinem Priester darf jemand es verbieten, diese Form der Messe zu feiern, weil sie so einen altehrwürdigen Gebrauch und ständigen Gebrauch in der römischen Kirche hatte. Das hat Papst Pius V. feierlich erklärt in seiner Bulle Quo Primum. Und dann sehen wir auch das Ergebnis und die Erfahrung in der Praxis. Das heißt, die jungen Generationen, die nach dem Konzil aufgewachsen sind, die kannten ja an sich nicht diese überlieferte Messe, die sind mit der sogenannten Neuen Messe groß geworden, die meisten, abgesehen von den Gläubigen, die mit der überlieferten Messe groß geworden sind, wie die Bruderschaft Pius X. oder dann auch schon die sogenannten Ecclesia Dei-Gemeinschaften, die jetzt seit 88 diese Messe feiern in ihren Gemeinden. Also somit ist auch schon eine Generation groß geworden mit dieser Messe. Aber das ist zahlenmäßig doch eine geringe Gruppe im Vergleich zur der ganzen großen Gruppe der Kirche, des lateinischen Ritus. Und man hat es gesehen, nachdem Papst Benedikt XVI. 2007 durch das Motu Proprio Summorum Pontificum diese Form der Messe sozusagen wiederhergestellt hat, den Gebrauch dieser Messe. Er war ja nie verboten, rechtlich, aber den Gebrauch wieder hergestellt und gefördert hat. Und hat man ja gesehen, dass Menschen, vor allem Jugendliche, diese Messe entdeckt haben als einen großen geistlichen Schatz für ihr geistliches Leben, für ihr Glaubensleben. Und viele haben das gesagt, unabhängig voneinander. Warum hat man uns so einen großen Schatz vorenthalten? Und deswegen denke ich auch, wir dürfen diesen großen Schatz der Kirche nicht vorenthalten, den jungen Generationen. Und weil es eine der sichersten, klarsten und auch schönsten Formen des Ausdrucks unseres Glaubens ist, muss diese Form der Heiligen Messe in der Kirche weiter bestehen, gefördert werden.